Archiv betrifft, denke ich, ist das allerwichtigste Projekt die Schutzdigitalisierung des gesamten Nachlasses. Das wird sich sicher noch über 2, vielleicht 3 Jahre erstrecken. Die Zielsetzung war, dass bestimmte physische Einheiten aus dem Aufzentrum digitalisiert und digital erschlossen werden sollten, nach dem Referenzmodell aus der Bayerischen Staatsbibliothek, dem Münchner Digitalisierungszentrum. Es verläuft nach folgenden Schritten. Ich bekomme in diesem Falle diesen Kalender, schaue diesen Kalender grob durch, ob es überhaupt scanfähig ist. Ist dieser Bereich abgeschlossen, bereite ich mich dann auf die Paginierung vor. Ist die Paginierung abgeschlossen, kann ich im Grunde genommen anfangen mit der Digitalisierung. Wir haben uns im Vorfeld nach Sichtung des Nachlasses dafür entschlossen, mit einem Scan-Modell zu arbeiten, wo wir eigentlich alle Motive und alle Größen auch bewerkstelligen können. Entscheidend dabei ist, dass es eben kein Flächenscanner ist, auch konstruiert, um möglichst schnell zu scannen. Ist das Digitalisat abgeschlossen, erfolgt der Transport in die Produktion. Wir haben hier in diesem Falle Partituren, Kalender, Bild- und Tonträger, dann aus der Bibliothek von Carl Orff in diesem ein Werk Textbücher und Skizzen. Danach werden für alle physischen Einheiten sogenannte Umschläge, Standskonturen digital erstellt, die konservatorisch unbedenklich sind. Ist das getan, erfolgt der Export in das Produktionssystem. Das heißt, dass für verschiedene Nutzer hier im Haus die Gesamtansicht mit den vorgegebenen Meta- und Strukturdaten dann zur Verfügung steht. Also man sieht, hier hat Carl Orff 101 Einträge vorgenommen. Das sind eben die im Aufzentrum befindlichen Tonträger. Da sind halt die Booklets eben digitalisiert worden und die jeweiligen Aufnahmen, die ich mir dann titelweise als MP3 nur innerhalb des Aufzentrums mir anhören kann und mir hier die Partitur zum Beispiel als PDF zeigen lassen kann. Bei dem gesamten Nachlass ist es Eigentum der Carl Orff Stiftung. Das ist ganz, ganz wichtig. Die interne Schutzdigitalisierung, so wie das intern ja schon besagt, erfolgt momentan ausschließlich im Aufzentrum. Es werden keine Daten in das World Wide Web gestellt, weil die Stiftung da auch sehr, sehr genau einen großen Wert darauf legt, dass diese Digitalisate nur zu Zwecken der Forschung hier im Aufzentrum angeschaut werden können. Das ist natürlich ein unglaublicher Vorteil, die Sachen digital zu haben und erst erschlossen zu haben, weil es einfach ein viel schnellerer Umgang ist mit einem Werk. Man kann sich ja der allgemeinen Entwicklung nicht entziehen. Schauen Sie, seit es überall Telefone gibt, macht es auch keinen Sinn mehr, mit Trommeln zu kommunizieren. Und im Archivbereich ist das eigentlich ganz ähnlich. Wir haben heute die Mittel und die Möglichkeiten der digitalen Informationsvermittlung. Das macht die Zugriffe schneller, das macht sie effektiver und das kommt wiederum der Forschung zugute.